dir nochmal ein kleines Video zusammengestellt, falls du etwas aus unserer gemeinsamen Besprechung vergessen hast, zum Trainingsplan, wie du den liest, was du da einzufüllen hast. Wir haben hier eine Beispielwoche. Du siehst hier oben, wo Norm steht, sollte dein Name sein. Training, Kalenderwoche 11 bis 13. Das heißt, es sind immer 3 Wochen. Wir haben hier das Datum plus den Wochentag. Beginnt montags, endet immer sonntags. Wir haben die einfachsten Tage, das heißt, es sind die Ruhetage, an denen du einfach gar nichts machst. Dann die zweiteinfachsten Tage sind die Grundlagentage. Wir nehmen uns hier jetzt einfach mal den Mittwoch als Beispiel. Wir haben hier ein 120-Minuten-Training, sprich 2 Stunden in einem lockeren Wattbereich, in einem lockeren Pulsbereich. Diese Werte sind jetzt rein fiktiv, nicht für dich passend, mit optimaler Trittfrequenz. Optimal heißt immer zwischen 80 und 100. So, jetzt sehen wir hier einen Haufen leere Spalten. Was müssen wir jetzt einfüllen? Wir wollen an den lockeren Tagen die Werte über die gesamte Trainingseinheit, sprich hier 2 Stunden. Das heißt, wir beginnen ganz links. Leistung ist, das ist der Durchschnittswattwert über die 2 Stunden. Dann haben wir unter Puls Max ist den erreichten Maximalpuls in den 2 Stunden. Den Pulsdurchschnitt, also den Pulsdurchschnitt über die 2 Stunden. TF ist, Trittfrequenz ist, Durchschnitt über die 2 Stunden. Und das Laktat, das ist eine Nummer von 1 bis 5, wie sich das für dich angefühlt hat. Und dann haben wir noch die Trainingszeit ist, zum Beispiel 122 Minuten hast du gemacht, 2 Minuten länger. Beim Trainingsfile, da kommt dein aktuelles Gewicht rein, zum Beispiel 76 Kilogramm. Ups, nicht 760, 76. Und unter Bemerkung kannst du reinschreiben, ob das ein guter Tag war oder ein Scheiß-Tag und dich alle im Büro geärgert haben. Wichtige Randinformationen für mich. So, am einfachen Grundlagentag ist das ja wenig Information, die ich brauche und relativ einfach und schnell für dich einzufüllen. Interessant wird ein Intervalltag, so wie jetzt hier am Dienstag. Wir sehen, wir haben hier die Intervalleinheit. So ist es immer, wenn du die gesamten Intervalle plus Pausen zusammenzählst, wird es weniger sein wie die Gesamttrainingszeit. Warum? Weil inkludiert in die Gesamttrainingszeit sind einmal 10 bis 15 Minuten Aufwärmen, dann der gesamte Intervallblock plus die Restzeit. Das heißt, sprich, Aufwärmen 15 Minuten, Intervallblock 75 Minuten, dann fehlen hier ja noch 30 Minuten, bis wir 120 zusammen haben. Also 30 Minuten locker fahren, wie am lockeren Tag, zum Beispiel Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, an dem, wo du deinen lockeren Tag hast. So, wie lesen wir die Intervalleinheiten? Ich habe es dir jetzt hier mal ganz einfach markiert. Die erste Zeit ist die Intervallzeit in Minuten. Danach mit dem Minus gekennzeichnet ist die Pausenzeit mit P gekennzeichnet. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel 10 Minuten minus 5 min P, das heißt 10 Minuten Intervallzeit, anschließend 5 Minuten Pausenzeit. Das heißt, 10 Minuten zum Beispiel mit zum Beispiel 230 Watt, maximal 155 Puls mit tiefer Trittfrequenz zwischen 50 und 70. Anschließend 5 Minuten Pause. 5 Minuten Pause heißt nicht an den Straßenrand sitzen und ein Joghurt essen, sondern natürlich 5 Minuten locker rollen, so wie am lockeren Tag. So, nach dem Intervall bzw. nach dem Intervalltraining brauche ich dann die Daten, und zwar für jeden Intervall einzeln. Das heißt, ich möchte für jeden Intervall die gefahrene Durchschnittsleistung, den erreichten Maximalpuls, den Durchschnittspuls und die Trittfrequenz. Natürlich auch für jeden Intervall die Laktatnummer. Dann ebenfalls die Gesamttrainingszeit. An diesem Tag zum Beispiel hattest du weniger Zeit, das Gewicht und ebenso eine Bemerkung über den Tag. So,
Wichtig eben an diesem Tag diese Informationen über die gesamte Einheit für jeden einzelnen Intervall, für jeden einzelnen Sprint. Ebenso bei den Sprints ist es genau gleich. Da wird die Intervallzeit dann in Minuten oder Sekunden angegeben und die Pausenzeit ebenfalls in Minuten oder Sekunden. Wir sehen ebenfalls hier am Ende des Trainingsplans wird jeder diese Kraftübungen haben, bebildert. Allerdings sehen wir hier jetzt explizit, dass in diesem Beispiel kein Krafttraining vorgesehen ist. Sollte dann das Krafttraining bei dir im Plan stehen, würde das so ausschauen. So, beginnen wir mit 3x20 von der Übung 1 plus 2 plus 3. Das heißt, wir machen 3x20 von den Kniebeugen, 3x20 von den Ausfallschritt und 3x20 von den Wadenheber. Also Krafttraining 3x20 von der Übung 1, 2 und 3. Meistens gebe ich hier eine Gewichtangabe an. Starten werden wir sicher ohne Stange und ohne Gewicht. So. Später wird die Übungswiederholungszahl nach unten gehen und das Gewicht nach oben. Das Gewicht werde ich aber in Wiederholungen angeben. Das heißt, Gewicht so wählen, dass du 8 Wiederholungen schaffst. Gewicht so wählen, dass du 3 Wiederholungen schaffst. Weil natürlich jeder komplett verschieden ist und einer 70 Kilo braucht und einer 50. Darum gebe ich das so an. Ja, ich hoffe, dass ich dir nochmal ein bisschen Hilfestellung geben konnte und du den Trainingsplan nun einfacher und vollständig ausfüllen kannst. Ich freue mich auf deine Daten und bis bald.